Hallo! Hallo! Wir sind die Familie Hoeneß und wir wohnen hier in einem alten Kirchengemeindehaus und wir laden euch herzlich ein, mal reinzukommen. Willkommen! Let's go! Wir sind in einem Mietshaus unterwegs gewesen und das wurde gekündigt. Und mit den normalen Maklern und Immobiliensachen, die hier in Karlsruhe sind, war es schwierig, was zu finden. Und haben dann 15.000 Flyer gedruckt, da war unser Bild drauf als Familie. Genau. Leute haben uns sogar im Nachhinein erkannt. Genau, auf der Straße. Das war lustig. Da stand drauf, evangelische Pastorenfamilie sucht ein Haus, Scheune, Grundstück zu kaufen. Und so sind wir an dieses Haus gekommen. Und das Schöne ist, das ist ein altes Gemeindehaus. Da wurden Gottesdienste gefeiert, da wurde gebetet und da hat ein Pfarrer auch mal drin gewohnt und Diakonissen. Und wir finden es natürlich toll, dass wir das Erbe, dieses geistliche Erbe auch in diesem Haus weiterführen dürfen. Und gerade hier schon am Eingang kann man das auch schon ein bisschen sehen, durch das Treppenhaus. Da sieht man die Kreuze, die sind noch überall. Das war uns auch wichtig, dass wir das so lassen, wie es war. Und jetzt kommt doch mit zu unserem Wohnzimmer, was früher der Gottesdienstraum war und jetzt unser Aufenthaltsraum, Lebensraum ist. Wir sind jetzt im Wohnzimmer und hier Wohn- und Essbereich haben wir jetzt, aber hier war früher der Gottesdienstraum von dieser Gemeinschaft. Deswegen ist der Raum auch so hoch und hier haben wir ein paar Veränderungen vorgenommen. Am Schluss war nur dieser Raum hier, was noch benutzt wurde für Gottesdienste, und hier war eine Wand und wir wollten es offen haben und deswegen sieht es auch so aus, wie es heute aussieht. Als man hier reingekommen ist, war an dieser Backsteinwand ein großer Bibelvers eingelassen in so 7-8 cm Putz. Wir fanden es jetzt nicht ganz so passend für unser Wohnzimmer. Wir haben natürlich Bibelverse auch gern und so, aber wir haben das dann weggeschlagen und da kam diese schöne alte Backsteinwand raus, was den Raum schön warm macht und ist so das Highlight wahrscheinlich von dem Raum. Und ich finde auch so schön, dass die Wand auch so alt ist, ja, so wie das Haus. Und das ist so ein Stück im Haus, Geschichte. ein Stück Geschichte und erinnert uns auch immer wieder, wie alt das Haus ist. Ja. 1906 wurde das Haus gebaut. Das Kanu haben wir auf eBay Kleinanzeigen gekauft für ein paar Euro. Wir waren mal vor einer Weile in Freiburg in einem Airbnb und die hatten auch ein Kanu an der Wand, ein kleines Holzkanu, und das hat uns gut gefallen und so habe ich gesucht und gefunden. Und als es dann ein Freund von uns abgeholt hat, ich glaube in Darmstadt war das, ist uns damals nicht bewusst gewesen, wie groß das ist, und passt aber gut rein mit dem Blau, das hat noch ein bisschen was Frisches, und da haben wir noch da vorne was aus Brasilien hängen von den Wai-Wai-Indianern, indigene Volksgruppe aus dem Amazonasgebiet. Das erinnert uns an unsere Zeit in Brasilien, weil meine Frau ist ja Brasilianerin. Genau, im Haus sind auch ein paar Stücke, die aus Brasilien kommen, und diese Sachen erinnern mich auch an meine Heimat. Und so wie das, was er gezeigt hat. Hier haben wir auch ein paar Kleinigkeiten. Das letzte, was wir gekauft haben, die Vasen. Die eine Vase ist da und die andere ist ziemlich groß. Und das war auch ein bisschen abenteuerlich, von Brasilien nach Deutschland zu kriegen. Und das kommt aus einer Region im Norden von Brasilien. Und das sind Leute, die wohnen am Ufer vom großen Fluss. Und sie machen diese Art von Kunst. Ja, wir haben viel Zeug aus Brasilien, weil wir uns in Brasilien kennengelernt haben und ich dort 6 Jahre gelebt habe. Da habe ich die Marcelle kennengelernt, lieben gelernt. Da haben wir auch zusammen noch verheiratet gelebt, 1,5 Jahre. Ein bisschen länger als ein Jahr, genau. Und dann sind wir dann zum ersten Mal nach Deutschland gezogen. Bevor wir dann in die Schweiz sind. Genau, und dann Amerika und dann nach Deutschland wieder. Über die Jahre haben wir immer wieder Sachen mitgebracht von überall aus der Welt, und dieses Schmuckstück hier auch. Da habe ich 3 verschiedene Hölzer verarbeitet. Einmal Canela Preta, schwarzer Zimt aus Brasilien, und Massaranduba, das sind brasilianische Hölzer. Wir haben deutsche Eiche und Schweizer Eiche. Und ich wollte einen Tisch bauen, und da habe ich das zusammengeleimt und auseinandergeschnitten, dann mit der Motorsäge. Und das ist jetzt unser Couchtisch geworden. Der erinnert uns ein bisschen an unsere Zeit in Brasilien, in Deutschland und dann auch in der Schweiz.
Ja, wir haben eine offene Wohnküche. Wollten wir, ne? Ja. Was wir hier noch finden, Schönes, ist ein Bild. Es ist noch original, auch hier von der Kirche. Da gab es 3 Stück. Nur eins hat überlebt, den Umbau. Zeigt ja Jesus, wie er Petrus hilft, als er versucht, übers Wasser zu laufen. Und hier unten steht, Herr, hilf mir. Und das war beim Umbau so ein Ding, ne? Wir haben das Haus ja in einem eher schlechteren Zustand übernommen. Und zwar sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Hier oben war ein Loch in der Decke, man konnte hier nicht raus. Hier war eine Wand drin. Wir haben viel, viel rausgerissen, viel Staub, Dreck. Mit vielen, vielen Freunden zusammen gearbeitet. Während Corona? Während Corona. Und ab und zu war es auch mal so, was haben wir uns da angetan? Wer ist auf die Idee gekommen, so eine alte Mühle hier zu kaufen und probieren, das umzubauen? Und da haben wir uns dran erinnert, Herr, hilf uns, dass wir das durchstehen. Und haben wir auch, aber nur, weil viele, viele Freunde uns unterstützt haben und mitgeholfen haben. Von der Küche kommen wir dann ins Waschzimmer oder in den Waschraum. Hier wird gearbeitet eigentlich. Und ich sage manchmal aus Spaß, das sind die Sklaven vom Haus. Waschmaschine und Trockner, die haben immer zu tun. Gefliest haben wir hier auch zum ersten Mal, den Boden. Das war auch so eine Arbeit. Ich habe auch noch nie gefliest. Und dann gehen wir hoch, würde ich sagen. Darf ich? Ja. Ladies first. Hier oben war ganz früher eine Wohnung. Und die wurden aber schon von den letzten Jahren gar nicht mehr als Wohnung benutzt. Es war wirklich nur noch der Gottesdienstraum, der im Betrieb war sozusagen. Es gab hier früher eine Tür hier, die haben wir zugemauert. Da haben wir uns auch zum ersten Mal in Mauern probiert. Bis jetzt hebt's. Und hier haben wir eine Türe eingezogen und hier haben wir eine Türe eingezogen. Und aus einem großen Zimmer 2 kleine Jungszimmer gemacht. Und das ist hier im Luca sein Zimmer. Genau, das Bett. Ich wollte dem Luca mal so ein Bettchen machen, nicht so 0815 Bett. Dann haben wir einfach so ein Ikea-Gestell und dann einfach ein paar Holzstücke dran geschraubt, die in der Garage rumlagen. Das war auch noch so lustig, weil ich war mit ihm in Brasilien und als wir nach Hause kamen, war das Bett fertig und er hat gesagt, aber ich brauche unbedingt eine kleine Leiter, dann ist mein kleines Hochbett, hat er gemeint. Dann gehen wir zu dem anderen Jungs, Kaios Zimmer. Der Kaio, der hat hier sein Zimmer. Wir haben ein Stückchen Wand rausgebrochen zu unserem Schlafzimmer hin, damit es ein bisschen größer wird. Kaio schläft hier oben auf seinem Hochbett. Manchmal auf der Hängematte. Manchmal auf der Hängematte. So, und jetzt zeige ich euch noch unser Bad. Das ist auch ein Lieblingsort im Haus, weil es auch so schön geworden ist. Und hier haben wir hier hinten brasilianische Schiffer. Und das erinnert mich auch ein bisschen an mein Zuhause, weil wir hatten das überall auf dem Boden. Ist auch schön und mit der hellen Farbe zusammen gefällt mir auch sehr gut. Wir haben hier brasilianischen Schiefer und türkischen Travertinstein. Travertin haben uns mal in Italien aufgefallen. Ne, ganz Italien ist ja irgendwie halb aus Travertin, der Vatikan und auch Jerusalem. Alles aus Travertinstein hat uns gefallen. Auch, dass es ein bisschen warm ist und nicht so fließig kalt. Und dann zeige ich euch jetzt das Schlafzimmer. Ja, hier im Schlafzimmer haben wir ein paar Sachen mitgebracht, auch von unseren Reisen. Holz aus Brasilien, wie sie es gehört. Wir haben hier hinten in der Ecke auch eine ganz schöne Lampe. Die haben wir mal auf einem Markt in Arraial da Ajuda gekauft. Genau. Das sind so von den Palmenblättern innen drin gibt es so eine ganz dünne Holzfaser und der Mann hat es dort geknüpft. Aha. Wir haben 80 Reais gezahlt. Ja, das sind mit 15 Euro oder so und haben das dann auch mal mitgenommen als Gepäckstück aus Brasilien. Das macht ein schönes Ambiente am Abend. Genau, dann haben wir hier, kommt doch mal mit, zeige ich euch hier noch was Schönes. Wir haben hier, wie es sich gehört, ein paar Bobbles. Vielleicht habt ihr die schon überall im Haus gesehen. Einfach zum Schnitzen mal zwischendurch, dass man ein bisschen Kunst noch in seinem Leben produziert. Ohne Bobbles lässt sich nicht leben. Und das ist auch noch ein bisschen Industrie-Look. Wir wollten ja ein bisschen Industrie haben. Das passt hier ganz gut rein mit den Collagen und diesem Sideboard hier unten. Gehen wir hoch zu den Mädels. Die haben ihr eigenes Reich unterm Dach.
Hier zum Treppenhaus, vielleicht können wir noch sagen, das war hier ziemlich kaputt mit Holzwürmer oder keine Ahnung, was alles da war. Und deswegen ist hier kein Geländer mehr. Und dann müssen wir überlegen, was hier kommt. Es war mir schon sehr wichtig, dass die Kinder nicht runterfallen oder nichts passiert. Dann hatte Philipp noch die Idee mit den Schnüren mit den da. Schnüren, ja. Und das finde ich auch, das war ganz nett gelöst. Vielleicht sieht man hier ganz gut, dass wir keinen Architekten hatten. Wir wollten am Anfang hier kein Bad reinmachen für die Mädels und irgendwann haben die Leute gesagt, ihr müsst unbedingt aber eine Dusche und ein Klo reinmachen für die Mädels und haben uns dann überreden lassen und mussten hier irgendwo mit dem Abwasser hin und dann haben wir hier ein bisschen hochgebaut und dann haben wir noch ein bisschen hochgebaut und wenn man dann reingeht in die Dusche, da haben wir noch mal ein bisschen hochgebaut, damit das Abwasser auch überhaupt ein bisschen Gefälle hat zum Abfließen. Das ist einfach der Bastlerei sozusagen entstanden, dass es hier ein Stückchen hoch, ein Stückchen hoch, ein Stückchen hoch geht. Das erste Zimmer ist gleich gerade hier und dann sind die Balken noch zu sehen. Sie durften damals auch selber ein bisschen mitsprechen, was für Farben sie wollten und wie sie das auch dekorieren wollten. Hier sind sie zu Hause, hier machen sie Hausaufgaben, hier hören sie Musik, auch manchmal laut, lesen was. Die Emily hat einen ganz schönen Ausblick in den Schwarzwald raus. Besonders im Winter schön, wenn dann die Tannen ein bisschen Schnee abbekommen. Und da schläft sie, glaube ich, ganz gut hier oben. Jetzt gehen wir zu Milena rüber, die hat das größere Zimmer. Kriegt die Emily auch immer wieder zu hören, dass sie sagt, sie hätte das kleinere Zimmer. Aber Ältere kriegen immer das größere Zimmer. Da, wo die Emily in den Schwarzwald schaut, da schaut die Milena rüber in die Pfalz. Ich habe einen ganz schönen Ausblick über ganz Karlsruhe. Und wir mögen es total, dieses Zimmer hier. Denken auch ab und zu mal nach, warum das nicht unser Schlafzimmer geworden ist. Aber vielleicht im Alter mit den vielen Treppensteigen ist vielleicht auch gut, dass wir nicht hier oben sind. Genau. Aber die alten Balken, das war hier oben einfach ein ganz normaler Dachboden. Man ist hochgekommen und hat direkt dann auf die Ziegel geschaut. Und da haben wir dann sehr viel Arbeit reinstecken müssen. Und es ist schön geworden, hell geworden. Die Kinder freuen sich und wir freuen uns auch, wenn die sich freuen. Meinen Kopf einziehen hier. Sonst sind alle Türen 2,10 Meter. Das haben wir uns dann schon gegönnt, damit ich auch mal aufrecht durch eine Tür laufen kann. Das kriege ich sonst in meinem Leben nicht so. Dann zeigen wir euch jetzt unseren Garten. Genau. Gehen wir? Die Nachmittage im Sommer verbringen wir hier. Hier hinten war es eigentlich nicht zugänglich, man konnte hier nicht raus, war alles zugewuchert mit Brombeersträuchern und alten Büschen und muss man richtig erstmal den Dschungel befreien, dass man überhaupt in das Haus rein konnte. Und dann haben wir später hier den ganzen Garten angelegt und auch viel gebastelt und gebaut, wie zum Beispiel diesen Betontisch, der uns dann eine Weile beschäftigt hat, weil der war dann so schwer, dass wir gar nicht mehr wussten, wie wir den aufstellen sollen. Und wir 8, 9 Leute gebraucht haben, um den überhaupt aufzustellen. Der war bestimmt 2, 3 Monate auf dem Boden. Ja, ja. Und du hast den Tisch auch lange nicht vergessen mit deinem Rücken. Genau, der Hexenschuss hat er auch verursacht. Hier haben wir einen Teich hingebaut, dass es ein bisschen plätschert, Fische. Wenn wir draußen sitzen, hört sich ein bisschen an, wie wenn man im Urlaub ist, wie das Wasser fließt. Wir haben immer ganz weit weg gewohnt von irgendwelchen Eltern und da haben wir jetzt die Freude, dass meine Mama hier wohnt. Meine Mama wohnt hier seit 1,5 Jahren, hat eine neue große Liebe gefunden, den Helmut, haben frisch geheiratet und die wohnen jetzt zusammen hier. Frisch verliebt. Das sind die Turteltäubchen. Wir sind ja schon viel in unserem Leben rumgekommen und haben in anderen Ländern gewohnt. Jetzt mit dem Hauskauf und auch, dass die Mama hier ist, das war schon auch eine Entscheidung für, wir sind mal hier eine Weile da. 10, 15, 20 Jahre, keine Ahnung, aber jetzt nicht irgendwie, wir gehen in 2, 3 Jahren wieder. Ja. Aber wir müssen schon auch sagen, du auch, ich auch, wir hängen nicht so arg an diesem Haus. Wenn wir weiterziehen sollen, dann ziehen wir weiter und verkaufen das Ding wieder. Man ist ja auch da glücklich, wo man seine Liebsten hat.
Und wenn es in Karlsruhe ist, dann sind wir genauso glücklich, wie wenn es in Kapstadt ist. Deswegen gucken wir mal, was auf uns zukommt in den kommenden Jahren. Hauptsache zusammen. Das war jetzt arg cheesy. Das war unsere Roomtour. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und falls ihr noch mehr schöne Videos sehen wollt, dann klickt hier. Oder abonniert den Kanal. Ciao! Ciao. Tschüssi!